Hallo, willkommen auf der Boot. Hier besuche ich gerade Pan Ocean und im Anschluss habe ich meinen Vortrag in der Pixel World. Los geht's! So, ich glaube, das war besser, als es einfach nur anzumoderieren. Jetzt wissen wir auch ganz genau, worum es geht. Es geht um Modelfotografie unter Wasser und ich habe zwei Herren hier an meiner Seite, die sich damit bestens auskennen und die genau diese Aufnahmen gemacht haben, nämlich den Christian Zink. Hallo. Du hast ein Fotogeschäft in Weimar, bist eigentlich Informatiker, hast dich aber mittlerweile spezialisiert auf Unterwasserfotos von Menschen, vor allem Schwangere, kommen, glaube ich, zu dir, ne? Das ist so richtig. Das ist so dein Steckenpferd, ne? Wie bist du denn vom Informatiker zur Unterwasser-Modelfotografie gekommen? Vor 4 Jahren, 2 Tage nach Weihnachten, hat eine sehr gute Freundin, die macht fantastische Landschaftsaufnahmen, gesagt, da ist ein Profifotograf, der macht so mit einem Model und entfesselt Blitzen und erklärt das alles, da will ich hin, ich will das lernen. Und ich sage, mach doch. Ich will nicht alleine gehen, kannst du mitkommen? Ich sage, warum soll ich die Frau da fotografieren, ich kenne die doch gar nicht. Und dann hat die gesagt, oh komm doch bitte mit. Dann bin ich mitgegangen, habe nicht fotografiert, am Anfang haben die gesagt, dann willst du auch mal fotografieren. Dann habe ich in die Jacke reingegriffen, habe da meine kleine Olympus PL5 rausgeholt. Die ganzen Profifotografen mit ihren 4.000 € teuren Kameras haben so gemacht und das Model hat komplette Gesichtsentgleisung gekriegt. Ja, und dann haben wir die Fotos gemacht, in eine Gruppe abends reingestellt und die Anerkennung für meine Fotos war sehr deutlich. Das Mädel wollte dann nochmal mit mir fotografieren und eine Freundin von ihr hat dann die Bilder gesehen, hat gesagt, ich will das unter Wasser machen. Und ich so, warum? Und dann hat die mir Germany Next Topmodel gesehen, eine Sendung, die ich bis heute nicht begreife, aber ich wusste, was sie haben will. Und ein Kumpel von mir hat ein Schwimmbad, also er ist Bademeister, hat einen Chef gefragt, wir sind reingesprungen. Ja, und seitdem bin ich fast jeden Sonntag im Wasser. Und alle denken immer, ich fotografiere nackte Frauen. Es sind fast alle schwanger und total nett zu mir. Ja, aber manches Nackte haben wir jetzt schon gesehen. Ne? Das war, glaube ich, die zensierte Version, ne? Nee, das war... Ja. Die nicht zensierte. Okay, da bin ich beruhigt. Halleluja, es wird nicht noch mehr. Okay, du hast auf jeden Fall noch jemanden mitgebracht, nämlich den Roland Konrad. Du bist Geschäftsführer von Pan Ocean, dem Haus der Unterwasserfotografie in Emden. Genau, Norddeutschland, richtig. Fotografierst du denn auch selber? Ja, ich bin seit 15 Jahren Unterwasserfotograf. Mhm. Sehr gut. Und was ist dir persönlich dann lieber? Er hat gerade vom Pool erzählt, Pool oder Meer, weil so heißt auch euer Thema. Ja, genau. Also ich finde die Ergebnisse von Christian in beiden sehr toll, wobei natürlich Meer nochmal so dieses besondere Extra mitbringt. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, unser Motto ist ja auch Kreativität schlägt Wellen. Also dieser kreative Ansatz im Meer, der ist halt nochmal ein bisschen außergewöhnlicher als das, was wir von vielen Poolfotografien halt kennen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Kräftigen Applaus für Christian Konrad und Roland Zink. Genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Christian Zink und Roland Konrad. Mein Gott, da sind aber auch eigentlich so viele Vornamen drin. Eigentlich habt ihr 3 Vornamen Christian. in einem, ne? Einfach Christian und Roland. Ja, so machen wir das. Ja. Großen Applaus bitte. Okay, hier sehen wir die Imogen. Was viele nicht wissen, ich binde meine Models immer fest. Also hier ist eigentlich eine Fußfessel, damit die mir nicht wegschwimmt. Und da ist ja die Frage, wie macht man sowas, ne? Aber die meisten fragen mich immer was anderes. Die fragen mich immer nach der Kamera. Und meine Antwort ist immer, wenn es geschmeckt hat, fragst du den Koch auch nach dem Topf. Ja? Also die Kamera ist nicht so wichtig. Was wichtiger ist, ist die Linse und das Licht. Und ich habe immer sehr ausgefallene Wünsche und der Roland erfüllt die mir immer. Ja, okay. Das ist im Pool gemacht, das geht ganz einfach. Ja. Das ist die Maria aus Griechenland. Okay, eine wirklich gute Frage für mich ist, wie entwickelt man Bildideen? Und bei mir ist es so, ich schaue mir häufig Ballett oder rhythmische Sportgymnastik an, komme dann so auf Ideen, dann habe ich die Idee in meinem Kopf und wenn ich die nicht umsetzen kann, bin ich unglücklich. Da drüben steht meine Frau, die weiß, wie das ist, wenn ich unglücklich bin. Ja? Und die Bilder sind meistens schon vorher in meinem Kopf. Ja. Was ganz wichtig ist, ist, dass das Gesicht entspannt ist. Ja? Jeder weiß, der schon mal Maske ausgeblasen hat, da hat man kein entspanntes Gesicht. Ja? Und die Hände sind ganz wichtig. Wenn die Hände so verdreht sind oder eine Faust gemacht wird, das ist nicht ästhetisch. Also für mich. Und dann ist immer die Frage, wie macht man das, dass die so entspannt sind? Und ja, bei mir ist es so, ich bin seit über 25 Jahren auch Trainer in einem Kampfsportverein
wo auch mit Kontakt gekämpft wird. Und wenn halt Jugendliche oder Erwachsene das richtig wehgetan hat, die zu animieren, weiterzumachen, diese Fähigkeit hilft mir bei den Unterwassershootings extrem. Ja? Es ist ganz wichtig, dass die Leute Vertrauen haben, dass sie genau wissen, was abläuft, wie sie es machen sollen, dass man die schon ruhig bekommt. Ja, hier haben wir jemanden, das ist die Maria aus Wien, die hat mich besucht, die wollte sinnliche Fotos haben für ihren Freund. Das haben wir halt gemacht, wobei ich nicht alle Fotos zeigen darf, aber das darf ich zeigen. Ja, was auch eine wichtige Sache ist, die Lichtsetzung. Ja, die meisten glauben, man muss so viel Licht in das Wasser reinbekommen, wie man nur kann. Nee, muss man nicht. Ein gutes Bild hat Licht und Schatten. Und dieses klassische Zangenlicht, was ja häufig benutzt wird, also ich sag mal so ein Geweih an der Kamera, rechts und links, großer Blitz und dann volle Pulle drauf, ist für meine Fotos unbrauchbar. Ja, benutze ich überhaupt nicht. Und ich bin ein totaler Fan von der Hell-Dunkel-Malerei. Und da insbesondere Caravaggio. Also wenn man sich die Bilder von Caravaggio mal anguckt, 17. Jahrhundert, was der wusste oder was die damals wussten über Form, über Linien, über Farben, das rate ich jedem Fotografen, sich dieses Wissen anzueignen. Das hilft unheimlich. Und Vermeer finde ich auch ganz toll. Ja, und die technischen Fragen zum Licht, die löst der Roland. Ich habe mal ein ausgefeiltes Problem gehabt, habe ganz viele angeschrieben und der Roland war mit seinem kleinen Geschäft gegenüber den Großen, die immer nur Standard verkaufen, derjenige, der meine Probleme lösen konnte. Das ist mir halt auch immer ganz wichtig bei uns, dass wir nicht einfach nur sagen, das und das ist das beste Licht, sondern wirklich auch hören, was der Fotograf an fotografischen Vorhaben haben und dann das Passende dazu finden. Ich sage immer, Christian streichelt eher mit Licht, als dass er voll drauf hält und dann machen halt Lichtlösungen Sinn, die für dich gut handelbar sind, sowohl im Pool wie im Meer, aber die auch genau diese Zartheit im Licht wieder mit rüberbringen. Ja. Ich will mal kurz dieses Bild erklären. Das Licht kommt von hier oben, das sieht man sehr deutlich. Und man soll eigentlich nur ihn hier sehen und auch hier drüben so ein bisschen den Tod. Ne? Und ein gutes Bild hat eigentlich 2 Hauptfarben. Ein gutes Bild hat 2 Hauptfarben. Hier in dem Bild ist es so, dass das Motiv so stark ist, dass man 3 Farben genommen hat, nämlich noch zusätzlich dieses Rot hier. Ne, Hauptfarbe 1 ist weiß, das andere ist hier dieser Orangeton und das Rot ist eigentlich nur zu, weil man das hier ein bisschen reduzieren wollte. Ja, eine weitere wichtige Frage ist die Frage nach der Sicherheit. Da wird immer gefragt, im Pool brauche ich da überhaupt jemanden? Natürlich braucht ihr am Pool jemanden an der Oberfläche. Es gibt den sogenannten Schwimmbad-Blackout, ich habe das live schon gesehen, erlebt zum Glück noch nicht. Und dann schwimmt jemand auch bei 1,50 Meter Tiefe bewusstlos an der Oberfläche. Viel Spaß, wenn man es nicht mitbekommt oder wenn man es nicht schafft, denjenigen aus dem Pool zu kriegen. Bei mir ist immer noch eine weibliche Assistentin am Rand, alleine schon, wenn mein BH-Träger nicht richtig ist, das macht die dann, da fasse ich nicht an. Ja? Und unter Wasser gibt es ganz viele Sachen, die man beachten muss. Eine wichtige Sache will ich hier reingeben, falls jemand sowas mal machen möchte. Bitte, bitte zu dritt ins Wasser gehen. Also zu dritt 3 Sicherheitstaucher. Warum? Wenn ein Sicherheitstaucher, nämlich derjenige, der die Luft gibt, ausfällt, hat man gleichzeitig 2 Leute ohne Luft im Wasser. Da muss man mal dran denken. Und das sieht dann unter Wasser so aus. Ja? Das Bild habt ihr am Anfang gesehen. Und da war da wirklich los. Ja, dann fragen mich immer Schwangere, kann man die überhaupt fotografieren? Ja, es ist nicht anstrengend. Es ist das Einfachste, was ihr tun könnt. Den Schwangeren sagt ihr, was sie tun sollen und sie tun es. Jede Frau, die nicht schwanger ist, die diskutiert erstmal und möchte es genau wissen. Die Schwangeren total entspannt. Ja? Und auch von der Zeit. Ich hatte mal eine Frau im Wasser, die hatte, also habe ich gefragt, sag mal, wann bist denn du dran? Dann sagt die, vorgestern wäre mein Termin gewesen. Ich sage, da bist du jetzt noch im Wasser? Sagt die, ja, kein Problem. Ich sage, was sagt dein Frauenarzt dazu? Es ist okay, das bin ich selber. Ich sage, okay, ja. Also, das ist kein Problem. Was ein Problem ist, die fallen öfters hin. Ich habe alle 3 Monate eine gestürzte Schwangere im Schwimmbad. Ja? Obwohl ich das vorher sage und darauf achte. Ja, das ist die Lilly. Wer das möchte, auf meinem YouTube-Kanal habe ich ein komplettes Shooting mal gefilmt, kann man sich angucken.
sondern immer die Frage nach dem Photoshop. Das finde ich klasse. Es gibt nicht das Bild. Man muss meiner Meinung nach Bilder sehen, in welchem Kontext sind die aufgenommen. Ist es eine politische Reportage? Da verbitte ich mir Photoshop. Ist es ein Bild, wo ich biologisch einen Fisch zeigen möchte, wie der wirklich aussieht? Da gehört auch kein Photoshop hin. Aber bei diesen Bildern, da gehört Photoshop hin. Weil ich eine Bildplanung habe. Ich überlege mir vorher jedes Detail, wie es aussehen soll, auch die Farben. Ja, ich benutze Lightroom. Lightroom wird von den meisten komplett unterschätzt. Das ist sehr komplex. Die meisten denken nur, man schiebt ein paar Farbregler hin und her. Das, was ich da tue, ist sehr komplex. Und Photoshop kommt dann auch noch ein bisschen zum Einsatz. Ich zeige das mal ganz kurz hier. Hier, das habe ich zum Beispiel nicht weggemacht, weil ich das als Kontrast haben wollte zu dem Weichen hier ringsrum. Deswegen habe ich hier den Beckenrand mal drinne gelassen. Aber normal sieht ein Beckenrand scheiße aus. Aber hier bei dem Bild musste das für mich drinne bleiben. Man sieht auch, wie das Licht geführt ist, nämlich auf dem Popo und hier vorne aufs Gesicht. Nicht so sehr, sondern auf die Bubis, ja, auf die Brüste. Das ist so. Ja, welchen Tipp kann ich euch am Abschluss geben? Wir sind durch. Sicherheit. Das Leben ist wichtiger als jedes Foto. Ja? Zweite Sache ist, die Kamera ist relativ unwichtig. Achtet auf eine gute Linse, achtet auf gutes Licht. Gebt da lieber mehr Geld aus. Und die Interaktion mit dem Model ist ganz wichtig. Also ein Model anleiten ist nicht einfach, das muss man lernen. Und die dritte Sache ist, spart Geld, besucht einen Workshop. Zum Beispiel den nächsten in Bali, den ich durchführe. Und da haben wir noch ein Bild, da will der Roland noch kurz was zu sagen. So haben wir uns nämlich kennengelernt. Ja, genau. Das war so ein ganz klassisches Beispiel, dass ein Fotograf kommt und hatte eine Überwasser-Lichtlösung, was sollte die kosten? Also 4.500 Euro, das hängt normalerweise am Apache Kampfhubschrauber, habe ich geborgt bekommen von den Piloten, ja? Und durfte mit dem Ding shooten. Und ich wollte sowas unbedingt haben, aber ich hatte keine 4.500 Euro. Und das ist eigentlich ein ganz klassisches Beispiel, ob nur Licht oder auch Objektive und so, dass man eben nicht von Überwasser einfach auf Unterwasser das so übertragen kann, sondern dass eben wir hier eine Lichtlösung gefunden hat, ich glaube, die ein Zehntel gekostet hat. Dass zum Beispiel auch bei Objektiven es so ist, dass die, was weiß ich, Prime-Linsen für Filmemacher, die 10.000 Euro kosten, unter Wasser nicht unbedingt das bessere Ergebnis bringen als den richtigen Domport mit einer deutlich anderen, günstigeren Linse. Ja. Und dafür entstehen dann auch bei uns solche Kundenbeziehungen, die dann irgendwann hier auf der Bühne der Boot weiter bestehen. So, ich danke euch, wir sind durch, wir sind schon drüber. Und ja, wer noch eine Frage hat, ich bin noch hinten an dem Stand vom Roland. Und danke fürs Zuhören. Direkt hinter der Bühne. Eine klitzekleine Frage können wir noch, wenn es noch eine Frage gibt. Gibt es noch eine Frage? Gibt es eine Frage? Ich schaue mal in die Richtung. Nein. Sieht nicht so aus. Dann ganz, ganz kräftigen Applaus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Für diese großartige Zusammenarbeit. Schön. Christian Zink, Roland Konrad, bevor ich es nochmal falsch sage, gucke ich nochmal lieber auf den Zettel. Am ersten Wochenende sind wir auf die Boot gefahren. Meine Frau und ich haben uns ganz viele Sachen angeschaut, unter anderem Unterwassergehäuse. Die hier fand ich ganz schick. Meine Frau und auch ich haben uns nach 12 Jahren mal neue Jackets gekauft. War notwendig. Dann haben wir diese Scooter hier entdeckt. Die fand ich total cool. Konnte man leider nicht live ausprobieren. Dann haben wir hier diesen technischen Taucher gefunden. Das war auch total interessant. Der war aber nicht alleine da. Bei ihm war noch die Mermaid Cat. Hey, Mermaid Cat. Am folgenden Wochenende bin ich dann mit der Julia hingefahren, auch nur Sonnabend. Und die Julia, die muss ins Wasser. Die ist dann gleich im Pool, hat hier von Mermaid Protector einen neuen Anzug ausprobiert. Neoprenfrei, fand man sehr cool. Waren dann auch noch am Stand von denen, total nette Leute. Und dann ist die Zeit immer weiter fortgeschritten und irgendwann war die Preisverleihung und ich war übel aufgeregt. Okay, very, very nice job, very nice work. And we're now moving to a category which is very specific to the World Shootout. It's something you have to know. The producer of this show, David Pilosov, used to be a very well-known underwater photographer as well. And he was specializing in getting girls with very little clothing on them and taking pictures of them. And he was making money out of it. That's why I wanted him to be my mentor. I think this guy has a great life behind him. So he figured it's a great thing to create a category which is called underwater
fashion category, very specific to the World Shootout competition, and to help me award the prizes, which will be for the first place a Maldive liveaboard for one person, courtesy of Luxury Yacht Maldives. Second prize will be a 6-day Red Sea liveaboard with the Sea Queen fleet. And the third prize, a 20-liter Swell waterproof transport bag, courtesy of Marlene. And the guy who is going to help me hand out these awards right now has his own fans club in Germany. Ladies and gentlemen, Mr. Alexander Kassler. You have envelopes as well? Yes, I should have. Okay. Which one of them? I'm not sure. Somebody's supposed to work on that. He's fixing it, and as long as he's doing it, I switch into German because I have my German fan club. Das Besondere an dieser Kategorie ist natürlich nicht nur, dass der Fotograf wissen muss, was er macht, sondern er braucht letztendlich auch noch das Model, was den größten Teil der Arbeit eigentlich ausmacht und was sogar den größten Teil der Arbeit macht. Deswegen ist diese Kategorie in meiner Ansicht nach tatsächlich die mit anspruchsvollste, die man haben kann, weil man ein ganzes Fotostudio unter Wasser packen muss. Also ja, ist eigentlich empfohlen, dass die Modell nicht die eigene Frau oder eigene Mann ist, weil es macht das Leben zu Hause viel einfacher auch danach. Oder man ist dann auch ganz einsam, ja. Ja, das passiert auch. Let us take a look at the nominees for the underwater fashion category. Yan Wen-chi from Taiwan. I love this stuff. So cool. And then we have Plamena Mileva from Bulgaria. And then from Germany, Christian Zink. Then from Italy, Gianni Becker. From China, Shang Rui. And among these 5 amazing nominees, we are going to have third place, Alex. And the third place goes to Plamena Maleva. From Bulgaria. Plamena, you with us? Congratulations. Congratulations. Second place, Alex. And the second place goes Stay with us, Plamena. Stay here. Yeah. And the second place goes to, it's really different, Gianni Becchia. You sounded really good there. From Italy, Gianni, are you with us? Gianni is not, but it seems we have someone representing Gianni. Esther from CCAM. Come and join us, Esther, as well. And now comes the moment of the little drums roll. And the winner is Christian Zink. From Germany. Hey. Gratuliere, Christian. Ja, passt schon. Wir haben was für dich. Let us all get together. Gratuliere. Ist das eigentlich deine Frau, die du fotografierst? Nein. Ah, das habe ich schon gedacht. Okay, funktioniert besser so, oder? Ja. Gratuliere. Let's get a little bit all together. You can stand behind, you're big enough. Schön gemacht, Christian. Gratuliere. Danke. Thanks, Alex. Wir sind hier auf der Boot. Ich habe
heute Julia mitgenommen. Und wir waren hier und haben was abgeholt, Julia. Jemand hat gewonnen. Ja. Ziemlich cool. Dankeschön an meine Frau. Dankeschön an die Maria Wasiliki, die auf dem Bild drauf war. Dankeschön an die Julia, die mich immer unterstützt. Die ist übrigens beim Workshop mit dabei. Dankeschön an den Hans Dick, der gerade filmt. Dankeschön an den Roland von Pan Ocean, der mich so unterstützt. Und danke auch an das Ocean Sun in Tulamben. Und danke an alle, die mich immer unterstützen, die mir immer helfen. Ja. Hast du auch verdient. Danke.